So, heute wird es richtig lecker. Es gibt ein Pfannenbrot, einfach leicht bekömmlich, das türkische Baslama, mit Hefewasser natürlich. Hallo, hier ist Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Ich fange mal an hier mit einem Kilogramm Mehl. Ich habe hier Weizen genommen. Selbstverständlich könnt ihr das wie immer mit Dinkel ersetzen und gebe da jetzt einen Teelöffel Salz hinzu. Optional ein Teelöffel Zucker, den könnt ihr sonst auch weglassen, ein bisschen Wasser und die genauen Rezeptangaben wie immer unten unter diesem Video in der Beschreibung. Dazu noch ein bisschen Hefewasser. Die selbst hergestellte Hefe, gesund, lecker, bekömmlich und richtig gut. Oben rechts unter dem i findet ihr noch eine Playlist dazu. Und dann hier noch ein bisschen Milch. Die Veganer unter euch können das selbstverständlich mit Pflanzenmilch ersetzen. Und nun ab in den Mixer. In der ersten Minute bitte auf der untersten Stufe die Teige immer kneten. Und danach mache ich das immer so bei meiner Küchenmaschine. Da habe ich so einen Timer. Das heißt, ich klicke hier einfach mal auf die Uhr und stelle mir da so zwischen 10 und 15 Minuten die Zeit ein. Drück auf den Knopf. Er knetet weiter auf der Stufe, die ich eingestellt habe. Ich mache das dann meistens auf Stufe 1 und hört dann automatisch nach der Zeit auf. Richtig praktisch. So sieht der Teig dann aus, also perfekt geworden. Ich decke ihn jetzt mit meinem Bienenwachstuch ab und lasse ihn bei Zimmertemperatur stehen, bis er sich verdoppelt hat. Und wenn das bei euch so ist wie gerade bei mir, dass das Bienenwachstuch nicht mehr so richtig klebt, dann habe ich demnächst noch ein Video für euch, wie man sein Bienenwachstuch auffrischt. So, ich schneide mir hier jetzt schon mal ein bisschen von meinen Kräutern weg. Das ist jetzt Petersilie. Die Kräutertöpfe sind richtig hilfreich, verlinke ich euch auch nochmal unten. Und dann habe ich hier 2 Schüsseln mit Butter. Einmal gebe ich da Petersilie hinzu, einmal nicht. Schneide ich jetzt nur grob. Also das muss nicht fein sein, das braucht ihr auch gar nicht machen. Ihr könnt es einfach hinterher mit Petersilie bestreuen. Ich wollte einfach mal das ausprobieren, eine Butter mit Petersilie auszutesten. Knoblauch könnte ich mir auch nochmal gut vorstellen, wenn ihr einen Grillabend habt. Richtig lecker. So, der Teig ist fertig. Ich gebe ihn jetzt auf meine Arbeitsfläche. Und vielleicht könnt ihr es schon sehen, er klebt ein bisschen. Das ist natürlich jetzt eine Herausforderung. Nehmt ihr Öl, dann wird das ganz schön fettig später. Deswegen tatsächlich nehme ich gleich noch mal ein bisschen Mehl, halbiere mir aber vorher noch mal den Teig, denn 1 Kilo Mehl auf einmal, das ist schon ein bisschen viel. Ich lege ihn mir jetzt erstmal hier so zur Seite, dann kann er sich noch mal ein bisschen ausruhen und entspannen. Das klebt aber wirklich schon ein bisschen, ne? Ich versuche es ganz tapfer ohne Mehl hinzubekommen. Ja, doch, kriege ich es hin. Ja, erstmal nochmal halbieren. So, ihr bekommt wirklich eine ordentliche Menge Baslama raus. So, nee, das funktioniert so nicht, Emma. Nimm doch jetzt endlich mal Mehl. Okay, überredet. Hier, ein bisschen Mehl. So, die Patscherhändchen auch nochmal ein bisschen einmehlen. Das gibt es eigentlich gar nicht, das Wort einmähen, oder? Ist so, egal. So, nehmt immer eure Teigkarte zur Hand. Ich habe jetzt hier eine von meiner Küchenmaschine. Jede andere geht auch. Also diese Teigkarten helfen wirklich richtig gut. Geht natürlich auch ohne. Also in meiner Anfangszeit, wo ich gebacken habe, habe ich auch immer einfach das Messer genommen. So, und dann teile ich mir das hier. Und ihr könnt die Baslama größer oder kleiner gestalten. Ich habe mir jetzt hier erstmal 8 Stückchen gemacht und forme mir diese gleich einmal schön zu Bällchen. Ganz einfach in der Hand oder auf der Arbeitsplatte schön schleifen, ohne irgendwie Klimbim. Also ihr müsst da nichts falten oder irgendwas. Die Baslama werden so wirklich richtig perfekt, ohne dass ihr da große Arbeit nochmal mit habt. So, die vorne sehen aufgrund der Optik, glaube ich, einfach ein bisschen größer aus. Oder sie sind mir größer geworden, sehe ich gerade. Ist aber nicht schlimm. Schmecken immer gut, egal wie groß oder klein. So, nochmal ein bisschen Mehl. Die Pfanne habe ich schon bereitstehen. Da bitte auch wirklich kein Fett machen, sofern ihr denn eine Anti-Haft-beschichtete habt. Ansonsten müsstet ihr das wahrscheinlich. Aber diese Anti-Haft-Pfannen sind wirklich klasse. Und dann habe ich hier so mein kleines Nudelholz. Roll das schön aus. Also es darf richtig platt werden. Keine Angst, das geht nochmal auf. Und kennt ihr diese Baslama schon? Habt ihr die gebacken? Schreibt es mir doch mal gerne in die Kommentare, das würde mich wirklich interessieren. Ich probiere ja wirklich quer über den Globus immer mal wieder was Neues aus.
Und diese Baslama mögen wir ganz gerne, ähnlich wie das Nahenbrot, weil das einfach so eine leckere Mahlzeit beim Abendbrot oder beim Mittagessen ist, zum Stippen und für irgendwelche Dips. Echt herrlich. So, ich habe die Pfanne zuerst richtig heiß aufgeheizt und dann später ungefähr auf die mittlere Stufe runtergedreht. Ansonsten kann es euch nämlich passieren, dass die verbrennen. Und das ist nicht, was wir wollen, sondern die sollen ganz leicht aufgehen in der Pfanne. Ihr seht, ich mache währenddessen die nächsten Baslama schon fertig. Und noch könnt ihr nicht sehen, aber da tut sich gleich einiges in der Pfanne. Und ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare, wie es euch schmeckt, wie es euch gelingt. Es ist immer so schön von euch zu hören, wenn ihr begeistert seid, weil das Rezept euch auch gelungen ist und euch so gut geschmeckt habt. Auch gerade letztens beim Joghurt-Video. Da hat mir jemand geschrieben, dass ihr Junge 1 Jahr alt den Kefir, den selbstgemachten, verschmäht hat, aber den selbstgemachten Joghurt mit Hefewasser wirklich genossen hat. Ich habe mich riesig darüber gefreut. Also schreibt mir immer in eure Kommentare, was ihr von den Videos haltet, was ihr euch wünscht, was besser gemacht werden kann. Ich freue mich da wirklich immer riesig drauf. So, und ihr seht, es ist total einfach, das so nebenher zu machen. Und jetzt habe ich es euch aber mal im Schnelldurchlauf gezeigt. Guckt mal, wie schön die einmal aufgehen. Im langsamen Verlauf ging das nicht so schön, aber hier nochmal. Hui! Und noch einmal. Ihr seht, die Hefe arbeitet richtig gut. Ihr braucht keine Supermarkthefe. Funktioniert richtig einfach und so lecker. Und die nächsten Videos für euch sind wirklich schon in Arbeit. Ich habe ganz tolle neue Ideen für euch, damit ihr noch mehr mit Hefewasser machen könnt. Und ich finde das immer faszinierend. Also im Backofen ist es ja schon immer toll, wenn so ein Brot aufgeht. Aber in der Pfanne ist das wirklich immer noch mal so faszinierend. Guckt mal, Wahnsinn. Und wenn eure Baslama fertig sind, dann könnt ihr eine der Buttern nehmen. So, entweder mit oder ohne. Und dann bestreicht ihr sie noch heiß mit ein bisschen Butter. Ich habe jetzt hier versucht mit der Petersilie so ein bisschen. Ich mag das nämlich ganz gerne. Von beiden Seiten am besten. Und ihr seht, die sind wirklich ganz weich und fluffig, ganz toll. Ihr könnt sie auch ganz wunderbar nehmen, wenn ihr mal selber Döner zu Hause macht. Ich habe euch ja mal das Video gezeigt, Pita-Brot mit Seitan-Döner zum Beispiel. Einfach lecker. Und das könnt ihr nämlich auch nehmen. Die sind nämlich teilweise in der Mitte schön hohl. Das heißt, in der Mitte aufschneiden, mit leckerem Salat, vielleicht ein bisschen Seitan und oder Fleisch belegen, was auch immer ihr haben wollt. Und dann könnt ihr das genießen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und auf dem Bildschirm seht ihr jetzt noch weitere Videos. Ich wünsche euch alles Liebe, eure Emma.